Ist nicht mal langweilig. So, ich habe letztes Jahr fast 500 Mal Wilds gemacht. 480 oder so. Ich bin jetzt erst bei 130. Das sind Rookie Numbers. Letzten FEC haben wir das 5 Monate lang gemacht. Also dann wird ja wahrscheinlich der Tag kommen, wo Fragmente wertlos sind. Alle Waffen, bis auf die Axe wahrscheinlich. Also und mit wertlos meine ich halt 2.000, 3.000 F-Coin, 1 Milliarde oder weniger. Der Tag wird kommen und der ist wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg. Und ich meine, spätestens dann kannst du sagen, ja gut, ich meine, jetzt brauche ich auch nicht mehr farmen, weil jetzt ist es wirklich, jetzt da kann ich auch leveln gehen, so ungefähr. Aber solange das nicht so ist, braucht man es nicht überstürzen. Das ist übelst der Speedrun. Also ich meine, vorhin hat auch wieder jemand Ultimate Lamprey plus 10 verkauft. Die Leute sind halt gefühlt schon fertig. Und es ist noch nicht mal, es ist 1,5 Monate seit Serverstart. Das Ding geht noch fast 5 Monate. Also ich weiß nicht, warum es alle so eilig haben. Musst du mal ein bisschen genießen. Die einzigen, die es eilig haben, wo ich es verstehen kann, sind die Leute, die jetzt noch hunderte Milliarden für PvP-Scheiß ausgeben müssen. Gems plus 10 und so ein Scheiß. Und dass es die eilig haben, okay, kann man nachvollziehen. Aber da das ja auf 99,9% aller Spieler nicht zutrifft, weil sie von dem PvP-Zeug weder etwas halten, noch dass sie daran teilnehmen werden. Weiß ich nicht, warum sie es so eilig haben. Aber nach 2 Monaten fertig ist es doch auch okay. Ne, ich habe nicht gesagt, dass es nicht okay ist. Ich habe nur hinterfragt, warum es alle so eilig haben, nach 2 Monaten fertig zu werden. Nicht, dass es nicht okay ist, kann jeder machen, was er will, aber warum rusht man das so? Rush B, Sir. Ich habe das Gefühl, wenn das jetzt so weitergeht, in einem Monat läuft gefühlt jeder, also in einem Monat läuft jeder, der es will, und halt auf dem Level ist, logischerweise. Ich meine, wer jetzt halt jetzt Level 80 ist, der wird es natürlich nicht. Also ich rede jetzt halt von den Leuten, die auch das entsprechende Level haben. Also gefühlt in einem Monat kann jeder, der will, komplett full equipped sein. Und das ist das Einzige, was noch die Spreu vom Weizen trennt. Hat er seine Butchers Carnage schon plus 10 Ultimate oder nicht? So, das ist dann der Unterschied. Oder hat der Ultimate Schmuck clean oder plus 10? Also das ist dann der einzige, nicht ob du etwas hast, sondern plus wie viel hast du es. Das ist dann gefühlt die einzige Frage, die noch im Raum steht. Und das ist, es ist okay, aber es ist auch irgendwie ein bisschen wack. Weil dann würde ich persönlich halt mir denken, na gut, dann muss der FEC aber auch keine 6 Monate gehen. Das ist natürlich eine Sache von Gala, darauf haben die Spieler natürlich keinen Einfluss. Aber das wäre dann halt die nächste Überlegung theoretisch, warum geht das Ding dann 6 Monate? Das ist natürlich jetzt wieder blöd, weil jetzt sagen die Casuals, die das hier sehen oder hören gerade, denken sich, ja, was zum Teufel, ich bin Level 90. Ja, ich meine, man kann es eh nicht so machen, dass es jedem passt, davon mal abgesehen. Also, dass es so einen krassen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die halt heftig reinsuchten und denen, die es nicht tun, das ist natürlich klar. Und das ist auch blöd, vor allem auch wegen Inflation und so. Weil wenn du jetzt in einem niedrigeren Level bist, frisst die Inflation ja wirklich alles auf, was du dir verdienst. 107. Yeah, dich meinte ich, unter anderem. Ja, das ist natürlich blöd, aber ich meine, leider muss man sagen, richten sich solche Spiele oder Entscheidungen oder wie man sowas plant und so weiter, das richtet sich natürlich an die Leute, die dann auch voll reingehen. Man kann es nicht auf jeden Rücksicht nehmen, sozusagen. Und ich meine, wie gesagt, wir sind bei 1,5 Monaten. Also 107 ist absolut fein nach 1,5 Monaten. Wie gesagt, eigentlich ist es ja ein Marathon und kein Sprint, dieses Spiel. Und 6 Monate ist auch eher auf, wie gesagt, die Leute, manche, die wohl komplett reingesuchtet und gecasht haben, die packen jetzt schon ihre Koffer und fahren in Urlaub auf und warten dann auf den nächsten FEC so ungefähr. Und das ist ja das, was ich meine. Also das ist ja irgendwie, keine Ahnung, fühlt sich halt einfach komisch an. Also das sollte man halt eigentlich wirklich nur schaffen, wenn man 24/7 spielt. Also jede wache Minute gefühlt.
und oder extrem viel Geld ausgibt. Anders sollte das irgendwie gar nicht möglich sein, finde ich. Selbst auf einem Server wie dem FEC, also keine Ahnung, es fühlt sich nicht richtig an, dass du nach einem Monat sagst, du bist fertig. Das, weiß nicht. Ich finde das kacke. Nicht, dass ich es den Leuten nicht gönne oder nicht, dass es nicht okay ist, sondern einfach, es fühlt sich falsch an, es hört sich falsch an. Und stellt halt dann die Frage, warum geht es dann 6 Monate? Weil wenn es einer nach einem Monat schafft, dann schafft es selbst jemand, der Free-to-Play ist, beziehungsweise deutlich weniger gecached und oder gespielt hat, der schafft es dann halt nach 3 oder 4 Monaten. Aber es geht ja 6 Monate. Und ja. Es ist halt irgendwie vielleicht an der Zeit zu hinterfragen, warum das Ding 6 Monate geht. Ich denke, diesen Punkt haben wir jetzt erreicht. Also mal noch gucken, so in 2, 3 Wochen, Ende Juni wäre vielleicht noch so ein guter Stichtag, wie dann die Preise aussehen von den ganzen Dungeon-Waffen. Anku und Lusaka Crystal. Ich fürchte, wie gesagt, nicht gut. Es wird halt alles extrem günstig sein. Und dann mal gucken, wie die Leute dann auch Bock haben zu grinden. Bin ich mal gespannt, weil es wird bestimmt auch die Wirtschaft beeinflussen, wie viel die Items wert sind. Also wie viel die Items aus den Dungeons oder die Items, die man droppen kann, wie viel die wert sind und im Verhältnis dazu, wie viel dann F-Coins wert sind. Weil ich denke, da wird sich dann auch was verändern. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Inflation dass die Inflation dadurch nochmal beschleunigt wird.